Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 und schon steht das Christkind vor der Tür. In der Küche von Fein schmeckt's, riecht es heute nach einem leckeren Entenbraten. Der Duft zieht durch das ganze Haus und stimmt uns ein auf die wunderbare Zeit in Familie. Die zweite Kerze entfacht ihr Feuer und offenbart uns den Weg auf das, was vor uns liegt. Der heilige Abend rückt immer näher und macht uns besinnlicher und öffnet unsere Herzen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht schon das Christkind vor der Tür. Habt ihr schon eine Ahnung, was ihr Weihnachten kocht? Nee? Ja, ich habe was für euch. Was Tolles, was Leckeres und es geht super schnell und ihr braucht gar nicht ewig in der Küche stehen. Also bleibt dran, ich zeige euch gleich, wie es geht. Hallihallo, ich begrüße dich herzlich. Das ist blöd. Okay, dann machen wir es anders. Wie immer halt. Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein schmeckt's, dem anders sympathischen Kochkanal auf YouTube. Eine schöne Adventszeit haben wir und jeder überlegt jetzt gerade so, was koche ich denn jetzt, wenn die Schwiegermama kommt oder meine Schwester kommt, oh weh, was mache ich jetzt? Ich habe eine super Idee. Und zwar, es gibt eine Barbarie-Ente in einer Portwein-Apfelsauce auf Apfelrotkraut. Und das ist auch noch, oder wäre noch Low Carb. Wenn ihr kein Kloß oder Kartoffeln dazu serviert, könnt ihr aber, weil wenn die Schwiegermutter das will, dann machen wir das natürlich. Und ich esse es zum Beispiel so, wie es ist. Und es ist super, super lecker und es geht ganz schnell, nur 35 Minuten in den Ofen. Und schon habt ihr ein tolles Menü für eure Gäste. Und die Zutaten, die zeige ich euch gleich. Also bleibt dran. Da bin ich wieder. Ja, und die Zutaten für unser leckeres Weihnachtsmenü habe ich hier schon mal vorbereitet. Das Barbarie-Entenbrustfilet, das wir natürlich auch brauchen für ca. 3 bis 4 Personen. 2 Stücke. Und sehr interessante Geschichte zu der Barbarie-Ente. Die hat uns nämlich der Christoph Kolumbus zu circa am 16. Jahrhundert aus Südamerika importiert. Das ist nämlich eine wildlebende Rasse gewesen, die ließ sich ziemlich einfach züchten und hatte ein ganz tolles, oder hat es ja immer noch, ein tolles rosiges Fleisch, einen ziemlich eigenen Geschmack und ist halt mager, Barbarie. Und es eignet sich natürlich super. Und in der französischen Küche ist es absolute Highlight. Und dieses Highlight, das bereiten wir heute auch zu. Und dann brauchen wir natürlich für die Portweinsauce noch klar 200 Milliliter Portwein, circa 1,5 Teelöffelchen von einer Stärke zum Andicken der Soße, 2 Schalottenzwiebeln, ein paar kleine Äpfelchen, dann ein bisschen Öl zum Anbraten für die Brust, für die Filetbrust der Ente, dann 200 Milliliter Gänse- oder Entenfond. Das gibt es ja überall zu kaufen. Dann ein bisschen braunen Zucker. Und zwar ist der auch gedacht für das Rotkraut. Ich habe da Rotkraut dazu, aus der Büchse oder aus der Tüte. Oder könnt ihr auch aus dem Glas nehmen. Egal, das peppen wir dann später noch ein bisschen mit Zimt und Apfelstückchen auf. Und auch ein bisschen Zucker dazu. Das braucht man auch für die Soße. Ein bisschen Lebkuchengewürz. Das kommt dann nämlich in den Honig. Und der Zimt, habe ich glaube ich schon gesagt, Salz und Pfeffer. Und dann haben wir glaube ich schon alles, oder? Ja, so sind alle Zutaten soweit bereit. Und ja, ich werde jetzt dann auch die Entenbrust ein bisschen einschneiden, so rautenförmig die Haut. Also achtet aber darauf, dass ihr nicht auf das Fleisch kommt, sondern nur die Haut oben so ein bisschen rautenförmig einschneiden, dass es schön knusprig werden kann im Ofen später. Und die Äpfelchen schneiden und die Zwiebeln. Das mache ich jetzt. Ihr hört ein bisschen schöne, besinnliche, naja, nicht so ganz, aber ein bisschen weihnachtliche Musik. Und wir sehen uns gleich am Herd. I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night, all day to celebrate Christmas with me. But he's not here, and I'm not there. I don't know what he wants now, but I don't care. Yeah. Oh, ain't ringing my bells no more. Oh, he
inside on love, and that's for sure. Oh, 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 he ain't ringing my bells no more. Oh, 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 oh. Jetzt können wir loslegen mit dem Kochen. Wir haben ja alles schon vorbereitet. Zwiebeln klein geschnitten, Äpfel klein geschnitten. Die Barbarie-Ente habe ich mit der Honig- und Lebkuchengewürzmasse eingestrichen, Salz und Pfeffer drüber. Und jetzt kommt sie ab in die Pfanne. Von beiden Seiten so circa 2 Minuten scharf anbraten. Natürlich brauche ich dazu ein bisschen Öl. So. So, der Ente haben wir jetzt schon mal ordentlich einen mitgegeben. Die ist mal so richtig knusprig, aber ist natürlich klar, die hat ordentliche Röstaromen abgekriegt, schon durch den Honig natürlich. Und jetzt können wir dann auch schon die Pfanne ausmachen und legen sie dann auf ein Backblech. Und dann kommt sie für ca. 35 Minuten bei 160 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Die Ente ist jetzt im Ofen und wir kümmern uns jetzt mal um die Soße. Und zwar werden wir jetzt die Äpfel und die Zwiebeln in dem Fett von der Ente zuerst ein bisschen anschwitzen. Von den Äpfeln habe ich mir hier ein bisschen was zurückbehalten. Das brauche ich dann fürs Rotkraut. So. Und achtet auch hier dann immer drauf, dass ihr das nicht alles so sehr anknuspert. Nur so ein bisschen glasig andünsten. Weil wenn es verbrannt ist, schmeckt es auch nicht mehr. Wo ist er denn? Also ich freue mich ja immer schon sehr auf die Weihnachtszeit und dann für alle zu kochen, wenn dann alle kommen zum Essen. Und ich finde auch diese Idee mit der Entenbrust super, weil normalerweise habe ich vorher in den Jahren immer Gänse gemacht und es dauert immer ewig. Und weil wir uns dann immer oft am ersten Feiertag bei uns zum Essen treffen, die ganze Familie, stehe ich dann am meisten am Heiligabend schon in der Küche und bereite irgendeine Gans vor, die dann irgendwie 6 Stunden im Ofen ist am Ende. Und ich muss dann auch ganz lang aufbleiben und das dauert mir immer irgendwie alles viel zu lange. Und darum habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt dieses Jahr, dass ich auch mal ein bisschen mehr von Weihnachten habe. Naja, da habe ich mir überlegt, ich mache jetzt mal diese Entenbrust und nehme halt bloß Brust und Keule, könnte man zum Beispiel ja auch noch dazu nehmen, weil mit der Gans, da bleibt halt auch immer so viel Gerippe übrig. Und ich finde auch eine Ente ist allgemein viel, viel zarter. Und diese Barbarie-Ente sowieso, die ist auch nicht ganz so fett und die hat ein richtig tolles rosanes Fleisch. Ich habe ja das schon mal für euch vorher ausprobiert, klar. Und ich finde dies mit der Portweinsauce auch ganz, ganz toll. Und darum gibt es natürlich bei uns in diesem Jahr, gibt's natürlich die Barbarie-Ente in einer Portwein-Apfelsauce. Herrlich. Jetzt seht ihr hier die Äpfel und die Zwiebeln, das ist so richtig schön glasig. Und das heißt, wir können es dann jetzt mit dem Portwein und mit dem Gänse- oder Entenfond ablöschen. Den Deckel drauf. Erstmal ein bisschen einköcheln. Während die Soße einköchelt, können wir schon mal ein bisschen das Rotkraut erwärmen. Da braucht man auch nicht mehr ganz so viel machen. Das gebt ihr einfach in einen Topf und gebt ein bisschen vom Zimt und ein paar Apfelstückchen mit rein und dann schmeckt es auch noch mal ein bisschen weihnachtlicher. Jetzt habe ich vorhin noch was vergessen, das ist auch noch ganz wichtig, und zwar habe ich ein paar kleine Estragonblättchen. Die müssen natürlich auch dann noch in die Soße. Die kommen jetzt dann mit dazu. Die Soße ist sobald ein bisschen eingekocht und jetzt gebe ich das noch mit rein und dann brauchen wir hier noch unsere Speisestärke. Da tue ich einfach ein bisschen Wasser dazu und wenn sie aufgelöst ist, dicke ich damit die Soße ein bisschen an. I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. Hallo, die Ente ist fast schon fertig. Die ist voll knusprig. Schaut mal schnell da rein. Echt, sieht man das? Die Soße müssen wir jetzt dann noch ein bisschen abschmecken und zwar mit ein bisschen Zucker und Salz. Da gucke ich jetzt mal. Aber riechen tut es natürlich schon super. Herrlich. Ja, also eine kleine Prise Zucker und eine Prise Salz kommt noch rein. Und dann ist die Soße auch schon fertig. Dann müssen wir es nochmal umrühren. Kleine bis mittlere Prise. Und die Ente ist nämlich auch gleich soweit.
Wer kommt denn eigentlich bei euch so zu Besuch zu Weihnachten? Schwiegermama? Schwester mit ihrem Mann? Naja, überrascht sie halt mit so einem tollen Gericht. Und die werden euch lieben, ich verspreche es euch. Also jetzt warten wir noch kurz und dann nehme ich die Ente raus und dann können wir das Gericht schon auf dem Teller anrichten. Told lies. I can only hope that Santa Claus and my records agree. Then maybe this year Santa's coming home to me. I have found the perfect tree and to the nines. I've even made little gingerbread Santas. There's nothing left to chance. Ja, und fertig angerichtet ist unsere leckere Ente auf dem Apfelrotkohl und der Portweinsauce. Das riecht, ich sag's euch, wirklich super, super, super lecker. Und wenn ihr das so euren Gästen serviert, also da wird der erste Feiertag oder wann ihr das auch immer dann machen wollt, auf jeden Fall ein Volltreffer. Dazu kann man natürlich auch einen Nachtisch servieren, zum Beispiel ein Spekulatius-Tiramisu. Das haben wir ja mal gemacht, das verlinke ich euch nochmal hier oben und habt ihr ein tolles Menü. Und so in der Form, ohne Kloß und ohne Kartoffeln, ist es sogar Low Carb. Und so esse ich es auf jeden Fall auch, denn ich möchte ja noch ein paar Pfunde verlieren. Und der jetzt meint, er muss es nicht, dann kann er ein Kloß dazu essen, den macht ihr ganz schnell und dann habt ihr ein komplettes Weihnachtsgericht. Und das geht total schnell. Und habt ihr gesehen, wie schön saftig das Fleisch war beim Aufschneiden und der Ofen mit 160 Grad und der Zeit, das passt genau. Es ist nicht mehr blutig und trotzdem saftig und zart. Und man muss nicht stundenlang in der Küche stehen wegen einer Gans, die halt 6 Stunden oder länger im Ofen ist. Und zack, fertig. Und ihr habt auch ein bisschen mehr Zeit für euch an Weihnachten. Ich habe mich auf jeden Fall riesig, riesig gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es doch gleich hier unten und abonniert auch das Glöckchen. Ja, nee, aktivieren bloß und dann macht's. Und ihr verpasst kein Rezept mehr. Immer am Sonntag um 20 Uhr. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein, Fein schmeckt's. Und ich lasse mir jetzt fein diese Barbarie-Ente schmecken. Barbarie, was für ein Name. Aber die sieht aber auch wirklich toll aus und die schmeckt bestimmt auch so. Herrlich.